Hallo aus Mexiko zu einer neuen Folge. Da wir diesen paradiesischen Strand nicht sofort verlassen wollen, beginnt das Video dort, wo das letzte aufgehört hat. An der Pazifikküste von Mexiko, südlich von San Blas. Hier genießen wir den letzten Morgen, bevor es dann für uns weitergeht. Das ist Rio, unser Findelhund aus Griechenland, und wir sind Sarah und Tobi. Zusammen bereisen wir die Welt in unserem Oldtimer. Ob viele an ihm gezweifelt haben? Ja, definitiv. Aber das hält uns nicht auf und so entdecken wir die Welt zu viert und leben unseren Traum. Hier am Strand findet man auch überall Schildkrötennester. Also hier sind noch die Eierschalen. Und wenn die Mütter in der Saison, ich glaube von Juni bis Dezember, hier an Land kommen, dann gehen die Leute aus dem Sanctuary los, buddeln die Eier aus und schauen, dass sie bei sich dann ausgebrütet werden, praktisch vom Sand. Und ja, wie man hier sieht, sie finden nicht alle, weil hier ist ein Nest, da hinten ist ein Nest und hier sind auch lauter offene Eier. Das heißt, hier werden sie wahrscheinlich in den letzten Tagen irgendwann geschlüpft sein. Im Großen und Ganzen setzt sich hier unsere Art zu reisen mit Hund seit der Baja California fort. Wir stehen am Strand, Rio ist die meiste Zeit frei und genießt es sichtlich. Und wir lieben die langen Strandspaziergänge mit ihm, auf denen er mit Ball oder Stöckchen spielt, während wir den Ausblick auf die Wellen, Tierwelt und die tropische Pflanzenwelt genießen. Dann gibt es für Rio noch den einen großen Vorteil am Reisen in einer Gruppe. Wenn wir eine Pause machen, nutzt er die Zeit und bringt sein Spielzeug zu den anderen in der Gruppe, die ihn gerne weiter beschäftigen. Wie wird das nur, wenn wir wieder alleine reisen? Für uns geht es heute weiter Richtung San Pancho. Da ist auch jemand, den wir schon kennen von der Baja California Sur und hat gesagt, dass der Ort echt empfehlenswert ist. Danach wollten wir noch Sayulita anschauen und dann Richtung Inland fahren. Und ja, der Platz hier war wunderschön. Wir mussten eben aufpassen, wo wir stehen mit den Kokosnüssen. Hier ist ein bisschen weicher Sand, aber mit Geschwindigkeit sollten wir hier ohne Probleme rauskommen. Und sonst sind ja die beiden anderen Pärchen noch hier, die uns bestimmt notfalls noch helfen würden. Was uns ein bisschen schockiert, wir haben gestern Nachricht bekommen, dass bei dem Strand La Pastora, wo es dann nicht mehr erlaubt war zu stehen, dass seit 4 Tagen jemand vermisst wird dort, den wir kurzflüchtig kannten, weil wir 2 Tage eben am selben Ort waren, unsere Hunde zusammengespielt haben, Rio und seinen Bones. Und ja, jetzt teilen wir das mal in Instagram und hoffen, dass derjenige gefunden wird und dass alles gut ist. Er und sein Camper sind weg und der Hund ist bei Freunden aufgetaucht. Und so wie wir ihn einschätzen würden, wird er eigentlich nicht seinen Hund alleine lassen. Ja, hoffen wir mal das Beste und ja. Nach einigen Nächten hieß es dann Lebensmittel und Wasser auffüllen. Deshalb mussten wir diesen einzigartigen Platz verlassen und setzten die Reise fort. Da die ersten Meter aus etwas tieferem Sand bestanden, sollte Tobi und ich vorfahren, denn wir sind die einzigen ohne Allrad. Im Notfall hätten uns die anderen natürlich, hoffentlich, rausgezogen. Aber Sven ist mit etwas Schwung leichter als gedacht durchgefahren und so setzten wir unsere Fahrt nach San Pancho weiter fort.
den letzten Tagen am Strand sind wir jetzt im Ort San Pancho angekommen und wir werden uns den jetzt noch ein bisschen genauer anschauen und dafür nehmen wir euch natürlich wieder mit. Viel zu heiß und Du weißt schon, wo du hinfährst? das ist angenehm, weil du Hier. kannst in die Berge hoch. Wie ihr hier hinter mir sehen könnt, stehen wir nicht ganz so idyllisch. Es ist super viel los, aber dafür stehen wir für 50 Peso die Nacht bei einem Fußballfeld, aber mitten in der Stadt. Und wir hatten definitiv schon schönere Plätze, aber es ist sehr praktisch und billig. Und dann ging es für uns auch in den Ortskern von San Pancho. Auf der Karte findet man den Ort übrigens unter dem Namen San Francisco. Dieser befindet sich an der Riviera des Bundesstaates Nayarit zwischen Puerto Vallarta und San Blas. Wir haben bereits davor von dem Ort gehört und erwarten daher einiges. Stadteinwärts ging es für uns vorbei an Restaurants und Geschäften, wobei viele Restaurants erst gegen späten Nachmittag öffnen. Im verkehrsruhigen Teil angekommen, kann man den Flair nur erahnen, den der Ort am Abend erlangt, wenn die Menschen in den Restaurants sitzen und das mexikanische Leben genießen. Aber gut, wir sind jetzt hier und so laufen wir durch die Gassen und erfreuen uns an der abwechslungsreichen Architektur und dem Flair der Stadt. Ehrlicherweise muss man eine Sache sagen, ein Geheimtipp ist San Pancho schon lange nicht mehr. Es sind vermutlich mehr Touristen als Einheimische in der Stadt, aber irgendwas Besonderes hat der Ort dennoch. Wir können es nicht genau beschreiben, aber wir fühlten uns sehr schnell wohl und konnten die Zeit einfach genießen. Hier auf der zentralen Straße, die zum Strand geht, da ist ziemlich viel los, da sind auch viele Restaurants und so weiter. Sobald man aber in die Nebengasse reingeht, ist es so wie hier sehr, sehr ruhig. Und während dem Tag wird es natürlich noch viel, viel mehr, was in der zentralen Gasse los ist. Und gestern Abend waren wir im Gypsies und da war Live-Musik, die Leute haben, ich denke, Salsa getanzt. Und ja, war echt ein cooler Abend. Und jetzt schauen wir uns weiter die Stadt an. Kaum haben wir das Zentrum verlassen, fanden wir diesen herrlichen Platz vor, mit fantastischen Bäumen und diesem unserer Meinung nach genialen Graffiti. Zudem war die Nebenstraßen nochmals weniger besucht wie die Hauptstraße und so hatten wir das Gefühl, die Stadt, den Ort für uns alleine zu haben. Aber nochmals zurück zu den Bäumen. So etwas hatten wir im Ortskern wirklich nicht erwartet. Die Bäume müssen schon einige Jahre auf dem Buckel haben und können die Entwicklung des Ortes vermutlich seit einigen Jahrzehnten bezeugen. Als wir in Richtung Strand und zentraler Meile gingen, änderte sich das Gefühl schlagartig. Dort angekommen, bauten die Straßenverkäufer ihre Souvenirstände bereits auf und es fühlte sich sofort nach einem typischen Urlaubsort an, der halt nicht in Südeuropa ist, sondern in Mexiko. Wir gehen jetzt wieder zurück zum Auto und holen auch Rio raus und später geht es noch für uns zum Taco-Essen. Hier in der Straße läuft irgendwie, warum auch immer, der Gully gerade über. Die ganzen Autos fahren hier durch die Brühe durch und es riecht auch dementsprechend.
Wir wollten jetzt ja eigentlich Taco essen gehen und die Taco-Restaurants machen erst um 6 Uhr bzw. um 7 Uhr auf, der zweite. Und jetzt haben wir einfach bei einem Streetfood-Stand uns vegane Tacos mit Falafel geholt. Die schauen richtig, richtig cool aus. Waren aber auch deutlich teurer wie die anderen, weil in den Taco-Restaurants, wo wir hin wollten, kostet ein Taco 15 bzw. 17 Pesos, also unter einem Euro. Und die Dinger haben jetzt 50 Pesos gekostet, also 2,50 Euro. Aber man muss auch sagen, von der Größe ist es, glaube ich, der größte Taco, den wir bis jetzt hatten. Und auch gut gefüllt. Ja. Genau, und den lassen wir uns jetzt schmecken, machen dann noch einen Obstsalat und heute Abend um 6:30 geht es nochmal los für die Tacos. Die Soße ist gut. Ich bin noch nicht beim Falafel, aber schmeckt auf jeden Fall. Ist aber kalt. Ich dachte immer, die sind warm. Abends hatten wir keine Kamera dabei, aber auf dem Rückweg vom Tacoladen gab es eine Feuershow. Die wollten wir euch nicht unterschlagen. Aber damit endete dann auch unser Tag. Gute Nacht. Nach 2 Tagen in San Pancho geht es heute für uns weiter ins Inland von Nayarit, Richtung Ixtlan und dann Tequila. Wir haben uns jetzt heute Morgen von den anderen getrennt. Die bleiben an der Küste und wir sind ins Inland in Jalisco gefahren und sind jetzt in der Stadt Mascota angekommen. Die Stadt gehört zu den Pueblos Mágicos. Das ist ein, ja, ich weiß nicht mal, ob es ein Verein ist oder auf jeden Fall Städte, die dazu gehören, gelten als besonders sehenswert, historisch gesehen und also von der Architektur. Und das sieht man hier auch, weil die Architektur ist oft noch aus der kolonialen Zeit. Die Stadt wurde 1790 gegründet von den spanischen Siedlern. Und ja, die Kirche schaut auf jeden Fall ziemlich beeindruckend aus. Und zudem bestehen die ganzen Straßen hier aus Pflastersteinen. Und man holpert einfach nur so drüber, wenn man fährt. Und ja, die Stadt schauen wir uns jetzt an. Und vielleicht finde ich auch neue Flipflops oder andere Badelatschen, damit ich nicht nur noch in Turnschuhen rumlaufen muss. Mascota ist eine Stadt im Bundesstaat Jalisco und der Name wurde von der Wurzel Amaxacotlan abgeleitet. Die kleine Stadt befindet sich auf einer Ebene zwischen Guadalajara und Puerto Vallarta, umgeben von Bergen, die mit Kiefern bewachsen sind. Im Jahr 2015 erhielt die Stadt Mascota den Titel Pueblo Mágico. Pueblo Mágicos sind Ortschaften, die aufgrund ihres gepflegten und typischen Erscheinungsbildes als besonders sehenswert gelten. Im Gegensatz zum Tourismus an der Küste waren wir hier gefühlt die einzigen Ausländer, die den Ort besichtigt haben. Insbesondere durch diesen Umstand war es für uns ein ganz besonderer Ort. Er fühlte sich ursprünglich und durch das sehr gut erhaltene Zentrum rund um die Kirche doch modern an. Eine Sache, die wir an mexikanischen Ortschaften wirklich mögen, sind die kleinen Straßenverkäufe, an denen die Menschen in Schlange stehen und das lokale Essen genießen. Also ich muss sagen, mir gefällt es hier sehr gut. Ich finde die Häuser sehr schön. Die Leute sind sehr freundlich bisher und was hier wirklich auffällt, wir sind, glaube ich, somit die einzigen Touristen. Wir waren jetzt immer in der Küstenregion, da waren natürlich sehr viele Amerikaner und jetzt haben wir eigentlich niemanden mehr gesehen. Aber ist ja auch umso schöner irgendwie und auch traditioneller.
Wie man auch an dem Graffiti hier gerade sieht oder bei dem Gemälde, ist auch das Thema Abholzung hier akut. Also wir haben zwar beim Herfahren wirklich extrem viel Wald gesehen. Erst hier auf der Hochebene wurde es dann mit Feldern und Ackerbau gesehen. Jetzt kommt Musik mit einem geilen Käfer. Die Dinger sind so geil. Naja, auf jeden Fall zurück zum Thema. Es ist nicht nur in Brasilien im Urwald, bei uns in Europa aktuell, sondern auch hier in Mexiko. Das wollte ich nur dazu sagen. Und ich denke, hier werden wir jetzt in unserer Stadttour umdrehen, zurück zum Auto gehen und ja, dann schauen wir weiter. Auch wenn es unseren VW in Mexiko nicht gibt. Die Käfer und insbesondere die umgebauten Käfer sind wirklich ein Hingucker. Und so manch einer hätte es bei uns mit einer Zulassung vermutlich ziemlich schwer. Damit beschlossen wir dann aber auch, unsere Stadtbesichtigung zu beenden und machten uns auf den Rückweg. Dabei genossen wir noch die letzten schönen Details und Blicke durch die Gassen auf das Stadtzentrum und gingen zurück zu Rio, der sehnsüchtig auf uns wartete. Wir haben jetzt außerhalb von Mascota bei einem Park geschlafen und heute geht es dann weiter nach Tequila. Nach vielen Tagen in Städten kann man sich gar nicht vorstellen, wie es ist, wieder in einer solchen Natur aufzuwachen. Auch wenn die Nacht durchwachsen war, entlohnte dieser Morgen doch einiges. Kaum vorstellbar, dass man nur 500 Meter vom Ort entfernt steht und man doch mitten in der Natur ist. So genossen wir die Morgenstunden am Fluss, tranken unseren Kaffee und spielten mit Rio, bevor es dann hieß, auf nach Tequila. Vielen Dank fürs Anschauen von unserem Video. Wir hoffen, es hat dir gefallen und wir würden uns sehr freuen, wenn du uns unterstützt mit einem Abo, Like und Kommentar. Und ja, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.